herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge, aber auch einer Fortsetzung, weil die Folge, die wir letztes Mal hier auf dem gleichen Gewässer gedreht haben, da haben wir uns gedacht, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir gehen nämlich heute auf einen großen Fisch, oder Daniel? Genau so ist es. Also wir müssen natürlich die Taktik komplett ändern. Wir waren gestern draußen, ihr habt hoffentlich gesehen. Heute, was haben wir vor? Heute werden wir versuchen, an den tiefen Kanten große Fische zu orten erstmal. Und das ist natürlich der Schlüssel. Und die dann gezielt auch anzufischen. Also wir haben hier Technik an Bord, die das Ganze auch wirklich möglich macht, gezielt auf große Fische zu gehen bzw. zu fischen. Aber erstmal müssen wir diese finden. Und das werden wir hier an so tiefen Kanten machen zwischen, ich sag mal, 10 und 15 Metern. An all diejenigen da draußen, die jetzt denken, oh, das ist viel zu tief. Also bei Hechten ist das nicht wirklich ein Problem. Bei Zander wäre es natürlich viel, viel delikater. Aber bei Hechten ist das vollkommen in Ordnung. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los und gucken mal, dass wir einen großen Fisch erstmal finden, den anangeln und wenn wir den dann noch fangen können, das wäre obergeil. Obergeil. Los geht's! Glaubst du, ein Drunky ist gutes Vertical Bait runterzulassen? Kann schon sein. 16 cm Drunky? So von Form her ist nicht so schlecht, oder? Nee, ist echt nicht so schlecht. Und ansonsten habe ich schon so diese alte Pelagic Shads. Er ist richtig runtergegangen, da ist er. Das ist der Köder, ha? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist richtig runtergegangen. Jetzt ist dein Köder da. Da ist einer unter uns auch, auf dem Boden. Siehst du es? Er ist hinter uns, oder? Oh, es kommt, es kommt, es kommt. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Ah, fuck. Did it bite? Ja. Wirklich? Let it down, let it down, let it down. Es kommt. Der Fucker kommt, der Fucker kommt. Just wait, let it grab it. Let it grab it. Er hat einmal angestupst. Ja. An under recorder, red easy. Da. Schnell einen anderen Köder. Jetzt ist hinter uns. Siehst du das? Das ist ja. Ich hoffe, er ist in die richtige Richtung. Ja, er hat's gesehen, er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Get ready. Just wait. Wait! Got it! Yes! Yes, that's what I'm talking about. How is that, my boy? Nice! Oh, der knapp. Mann, richtig geil. Richtig geil. Also er ist kein Monster, muss man sagen. Aber es ist unser erster gemeinsamer pelagischer Fisch, muss man sagen. ja, auf jeden Fall. Leute, also es ist schon so, dass klar, es wirkt irgendwo ein bisschen unfair mit dieser Art von Technology, aber man muss wirklich sagen, das ist nicht so, dass die Fische von alleine ins Boot springen. Viel muss man üben und das Zusammenspiel muss ganz gut funktionieren. Ah, richtig gut. Also es ist schon echt eine Leistung zu sehen, dass das überhaupt klappt. Ja, meine Erleichterung war, dass er noch hing, weil deine Bremse offen war. Ja, nee, oder? Ja, Mann. Shit. Yeah, nice! Richtig cool, aber größer werden sie auch nicht, oder? Ey, wirklich. Aber man kann ziemlich gut einschätzen jetzt, oh, hier sind die Igel, siehst du das? Ja. Also die liegen wirklich auf dem Boden und man kann wahrscheinlich ein bisschen besser einschätzen jetzt. Man hat gesehen, wie groß der Sichel war und jetzt kann man vielleicht für den nächsten Fisch besser das einschätzen. Nice Fischi. So viel Vergleichswerte habe ich bis jetzt nicht, deswegen ist ganz gut. Cool. Nice and easy. Schön. Freue mich.
zum Ablauf von dem pelagischen Angeln. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man zu zweit ist. Also gerade wenn jemand das Boot steuern kann und der andere dann den Fisch konzentriert anangeln kann. Wir sind jetzt beide keine pelagischen Cracks, muss man sagen. Trotzdem wagt man sich natürlich an diese relativ moderne Angelei gerade ran. Und ja, wie man sieht, auch mit Erfolg. Daniel steuert das Boot, beziehungsweise unter dem Geber, der ist hier, steuert er das Boot so, dass wir unter dem Geber auch genau den Fisch im Kegel haben. Und den versuche ich dann von oben anzufischen. Das heißt, ich lasse meinen Köder auch eben in diesem gleichen Kegel runter und wir sehen das dann auf dem Bildschirm. Also wenn der Fisch hier steht, dass der Köder relativ gerade runter zum Fisch geht. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man den Fisch nicht zu nah anfischt, sondern doch ein Stück drüber lässt und dann halt kurz zupft. In diesen Fällen jetzt heute, ich habe das auch schon anders gesehen, ist es so, dass die Hechte früher reagieren, als dass man den Köder anhält. Das heißt, die sehen den Köder schon in dem klaren Wasser wirklich deutlich kommen und fangen teilweise schon an zu steigen. Da muss man auf jeden Fall schon mal auf die Bremse treten, das heißt mit dem Daumen die Spule ein bisschen abbremsen. Wir benutzen dazu sogenannte Baitcast-Rollen, das sind Multirollen zum Werfen, weil das einfach vom Handling besser ist. Die macht man auf, macht man zu, alles mit einer Hand und offensichtlich machen wir es gar nicht so verkehrt. Also es gibt natürlich Leute, die sich sehr, sehr stark darauf spezialisiert haben und das wirklich auch sehr, sehr gut beherrschen und hier wahrscheinlich schon mehr Fische dann gefangen hätten, weil sie scheinen ja doch in Beißlaune zu sein. Aber ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und von daher machen wir jetzt mal weiter und gucken, ob wir vielleicht doch noch den einen oder anderen kriegen können. Viel Spaß dabei, drückt uns die Daumen, vielleicht kriegen wir ja noch einen wirklich großen. Jetzt sind die fast hinter uns. Siehst du das? Ja, dein Köder geht runter. Ja, ja, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Es dreht sich um. Kommt wieder. Kommt wieder. Dreht sich um. Ja. War das der Pelagic Shad? Ja. Der wollte nicht. Schade. Hast du ihn runtergelassen? Oh ja. Oh ja. Es geht dahin. Dein Köder geht dahin. Bist du runter? Ne, er kommt. Er kommt gucken. Er kommt. Er kommt. Das ist zu klein, aber. Fisch. Yes, baby! Alter, die scheiß Bremse ist. Immer noch zu? Der ist besser. Der ist nicht schlecht. Der ist nicer. Ja? Ja. Ja, geil. Ich will mal einen Kescher. Das ist schon cool. Yes, my boy! Nice. Der ist schon nice auf jeden Fall. Geil. Cool. Number 2, würde ich sagen. Richtig geil, Mann. Schon ganz nice, ha? Ja, das macht schon. Wobei es auch wirklich nicht so einfach ist, die Fische vernünftig anzufahren. Wir haben so leichten Seitenwind und natürlich ist das Boot nicht das Beste zum Pelagen, muss man auch ganz klar sagen, weil wir alles über den E-Motor vorne steuern müssen. Viele andere Leute nehmen teilweise wirklich kleinere, also extra kleinere Boote auch zum pelagisch Fischen, weil sie einfach viel manövrierfähiger sind. Das heißt auch auf dem Kreis, also auf der Stelle im Kreis fahren können, rückwärts im Zickzack. Und darum geht es dann am Ende tatsächlich, ja, den Köder vernünftig über dem Fisch auch parken zu können. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal den Fisch klar. Ja, der ist schon ein bisschen größer tatsächlich als der jetzt eben und der ist auch richtig vollgefressen. Wir bewegen uns schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall nach oben anstatt nach unten von der Größe her, das ist schon mal gut. Geil. Der ist richtig vollgefressen, merkst du richtig? Das ist auch krass. Ich meine natürlich, man lernt schon relativ viel über das Verhalten des Hechtes, wenn man das so genau beobachtet. Genau. Das ist Wahnsinn. Also man sieht, die nehmen das Ding wahr schon aus 5, 6, 7 Meter Entfernung, nehmen die das schon wahr und aus 5 Meter oder so schwimmen die sofort Richtung Köder. Also das ist Wahnsinn. Die haben echt eine sehr gute Sicht da unten und auch extrem schnell dann auch.
der geht natürlich jetzt auch schnell zurück. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht für die Anfänger. Ich glaube, es ist schon gar nicht so eine schlechte Skill grundsätzlich anzueignen. Ich meine, die Technology irgendwie bewegt sich ein bisschen nach vorne. Ja. Und man soll es irgendwo auch üben, um dass man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie ein bisschen hinterher ist mit der ganzen Technology, die ständig irgendwie weiterentwickelt. Irgendwie, ha? Ja, klar. Also ich meine, wenn man sich das anschaut, mittlerweile haben ja nun wirklich sehr, sehr viele Leute Live-Geschichten an Bord. Also ob das nun das Garmin-Gerät ist oder auch andere Hersteller. Der Fortschritt ist ja nun mal so. Ne? Und dann will man natürlich auch irgendwie nicht stehen bleiben. Und ist auch mega spannend, muss man sagen. Ne? Mega spannend. Das ist richtig exciting. Es ist richtig krass. Genau. Der Puls geht hoch. Ich meine, du musst nicht zu früh irgendwie anhauen. Genau. Und ja, richtig cool. Aber wir wollen natürlich heute einen großen Fisch fangen. Wir probieren es. Wir haben uns ein bisschen gestiegen seit gestern, sage ich mal, oder seit heute Morgen. Die werden immer größer. Der Plan ändert sich leicht, oder? Was machen wir jetzt? Genau, also wir gehen jetzt von diesem tiefen Wasser, wo wir jetzt sind, also 14, 15 Meter und noch tiefer, gehen wir jetzt mal in die Übergangskanten. Und zwar ist es häufig so, dass zu diesen Jahreszeiten, wenn die Fische sich aufs Laichen vorbereiten, die großen oder größeren Fische doch in den steileren Kanten vor den Flachwasserbuchten noch relativ lange stehen, bis dann irgendwann es soweit ist und sie aufs Flache kommen zum Laichen. Und da werden wir jetzt mal suchen. Also ich denke mal so zwischen 7 und 10 Meter, aber dann wirklich in diesen Übergangszonen zu diesen Flachwasserbereichen. Das ist auch natürlich zum Werfen ziemlich gut. Das kann man natürlich dann auch gut abwerfen, aber wir gucken auch mal mit den Geräten, die wir haben, ob wir da irgendwo einen Fisch stehen sehen. Ja, cool. Klingt wie ein Plan. Genau. Klingt wie ein guter Plan. Alles klar. Machen wir. Ja. Da ist er. Ah, ist zu weit. Zu weit vorne. Ha? Das ist ein Moment. Ich mach mal. Moment, ist gut. Ich mach mal einfach hier hin, oder? Ja. Das war näher. Da, siehst du? Ja. Stopp. Kommt schon. Jetzt hängt. Got it? Ja. Yeah! Ja, Mann. Geil, Nisi. Geil. Rute entschneidet. Safe, muss man sagen. Er hängt. Ja, danke dir auf jeden Fall. Erstens für das Fahren und zweitens jetzt für das den Haken. Ja. Er hängt wirklich extrem fest. Er hat das Ding komplett inhaliert. Ja, Mann, das Ding war fast runtergeschluckt, muss man sagen. Aber ja, da kann man mal sehen, dass doch sehr kleine Fische doch relativ große Köder auch nehmen. Ja, und komplett weg. Ja. Ihr habt den Köder eben schon im Beispiel gesehen, neben dem Hecht, also im Vergleich vom Hecht zum Köder, was dann doch gar nicht so viel Unterschied, muss man sagen. Also diese kleinen Hechte sind da schon relativ gnadenlos. Die hauen die auch wirklich große Köder weg und in dem Fall natürlich auch große Fische, wenn es denn Beutefische sind. Das ist für heute der Köder des Tages. Den angeln wir natürlich auch weiter, solange er noch Hechte aushält. Hi Leute, ich bin heute auch auf dem Kölpinsee. Allerdings bin ich bei meinem Kumpel Louis, den ihr alle kennt als Big L, auf dem Boot. Und auch wir versuchen heute mit Hilfe der Echolot-Technik ein bisschen zu fischen. Biggie hat schon pelagisch einen Hecht erwischt, heute früh. Und jetzt haben wir auch übers Echolot Hechte gesucht und dann im Freiwasser die versucht anzuwerfen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, euch zeigen zu können, dass es bei uns funktioniert hat. Ich weiß nicht genau, was die Jungs drüben gefangen haben, aber ich glaube, ein richtig großer Fisch war noch nicht dabei. Und der hier sieht ehrlich gesagt echt ziemlich gut aus. So, das hier war der Köder. Ein Fat Louis in der meistverkauftesten Farbe Carpe Nostra. Ja doch, der ist doch sehr, sehr solide, würde ich sagen. Wir haben es hier mit einer sehr, sehr seltenen Hechteart zu tun, dem 99er Pike. Geiler Fisch.
Ja, es ist nicht unbedingt immer einfach, jeden Fisch, den man anfischt, auch zu fangen. Es ist schon echt ganz klar sichtbar, dass manchmal die Fische einfach entweder vom Köder verschreckt werden oder kurz Interesse haben, als wenn sie den Köder auschecken würden, einmal begutachten und dann wegschwimmen. Das kann man ganz klar erkennen. Das macht es aber auch tatsächlich so spannend. Es wäre ja langweilig, wenn man jeden Fisch, den man anfischt, auch sofort fangen würde. Es ist schon gar nicht ohne. Also ich mache das jetzt mit dieser Live-Geschichte zum 2. Mal. Und es ist nicht einfach. Also viele Leute stellen sich das sehr einfach vor, wenn man diese Live-Geschichten an Bord hat. Man lässt einfach runter, ist wie auf dem Computer, dann kommt der Fisch hoch und beißt. Das ist nicht so ganz einfach. Erst recht nicht, wenn man solche Gegebenheiten hat, wie heute zum Beispiel mit doch relativ kräftigem Wind. Das ist auch nicht unbedingt das Beste für solche pelagischen Angeltage. Aber wie gesagt, auch ich bin noch absoluter Anfänger, was das angeht. Man könnte aber, da ist schon der nächste Fisch. Geber ein bisschen drehen. Kommt schon. Fisch. Das ist irre. Ist geil, oder? Aber es ist auch, glaube ich, wieder ein relativ kleiner Fisch. Ja, ist ein bisschen größer als der jetzt eben gerade. Mann, so nice. Aber sie beißen da wirklich, also die reagieren wirklich sehr gut darauf, muss man sagen. Hängt auch schön sauber vorne. Leider sind das alles kleine Fische, aber ich sag mal so. Die Übung macht den Meister, oder? Ich meine, das ist wirklich... Im Üben bin ich da sehr, 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 sehr dankbar. Man muss sich echt auch ins Team einspielen, falls wirklich so, also es ist echt zu zweit, dass der eine fährt und eine lässt das Ding runter. Und ja, es ist immer wieder wirklich ein schöner Erfolg, auch für beide tatsächlich. Fühlt sich schon, als ob beide die Fische immer fangen. Ja, das ist auch so. Also man fängt den Fisch schon zusammen, weil das... Oh, bye bye baby. Ich halte den Fisch auch extra immer so Richtung Bordwand, damit falls er... Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Und hier mal wieder. Man sieht schon, die sind sehr passiv und liegen noch vermehrt wirklich im Kraut am Grund. Ja, aber super geil. Und man muss sagen, ich bin wirklich dankbar, dass diese kleinen Fische doch so stark reagieren, weil das macht es fürs Üben dieser Techniken schon, ich sag mal, nicht allzu langwierig und langweilig in Anführungsstrichen, wobei ja Angeln nie langweilig ist, aber das ist schon cool. Also da bin ich schon sehr zufrieden, dass die Fische unsere Köder hier dankbar entgegennehmen. Daniel, für mich heißt es jetzt Abschied nehmen. Ich muss nämlich zurück nach Hause. Ich würde aber sagen, es war ein richtig cooler Tag. Wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt, was natürlich auch sehr wichtig ist für unsere gemeinsame Zukunft an Bord. So ist es auf jeden Fall. Also es ist das erste Mal tatsächlich der letzten 2 Tage, die wir überhaupt zusammen geangelt haben auf dem Boot. Und ich bin sehr froh, dass beide Tage hat das auch ganz gut geklappt, ziemlich zu planen. Die Größen können wir drauf arbeiten, aber ich glaube, das kriegen wir über die Zeit auch gut hin. Ja. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe für euch auch. Falls ja, einfach da ein Like da lassen, würde uns sehr freuen. Genau, fleißig abonnieren auch. Nicht vergessen, all euren Bekannten und Verwandten sagen, weil wir haben das große Ziel, die 100.000 Abonnenten zu schaffen in 2021. Also fleißig liken und abonnieren, Glocke an, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Für heute sind wir raus und wer weiß, vielleicht nächste Woche sehen wir uns wieder auf dem Hecht- und Barsch-Kanal. Ciao, Leute.